Willkommen zu einer unvergesslichen Reise entlang der Elbe im wunderschönen Elbsandsteingebirge bei Dresden. Wir laden dich ein, die faszinierende Landschaft, historische Schätze und malerische Städte entlang des Flusses zu entdecken und das alles vom Deck eines nostalgischen Schaufelraddampfers aus. Das Elbsandsteingebirge, auch als die Sächsische Schweiz bekannt, wird uns mit seinen majestätischen Sandsteinfelsen verzaubern, während wir gemütlich auf der Elbe dahingleiten. Unterwegs passieren wir malerische Orte wie Bad Schandau, erleben atemberaubende Ausblicke auf die Schrammsteine und erkunden historische Festungen wie die uneinnehmbare Königshain. Die Reise setzt sich fort durch die charmante Altstadt von Dresden, vorbei am imposanten Blauen Wunder und den barocken Schlössern Albrechtsberg, dem Lingner Schloss und Schloss Eckberg. Wir tauchen ein in die Geschichte der Dresdner Altstadt mit ihren prächtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Zwinger, der Semperoper und der Frauenkirche. Die Brühlsche Terrasse bietet uns einen letzten Blick auf Dresden, bevor wir uns entspannt auf den Weg nach Radebeul machen. In Radebeul erwartet uns das Karl-May-Museum, das uns in die Welt des berühmten Autors entführt, bevor unsere Dampferreise uns weiter nach Meißen führt. Hier lassen uns die Albrechtsburg, der imposante Meißner Dom und die traditionsreiche Porzellanmanufaktur in die reiche Kulturgeschichte der Region eintauchen. Begleite uns auf dieser einzigartigen Reise, bei der der Rhythmus der Elbe uns zu unvergesslichen Momenten führen wird. Die ruhige Fahrt auf dem Dampfer verspricht nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch die Entdeckung von versteckten Schätzen entlang des Flusses. Packe deine Kamera ein, denn unsere Elbreise beginnt jetzt. Die historischen Raddampfer der Elbe. Diese majestätischen Schiffe sind lebendige Zeugnisse vergangener Eleganz und Schifffahrtsgeschichte. Mit filigranen Verzierungen und charakteristischen Schaufelrädern verkörpern sie eine Ära romantischer Fortbewegung. Die Raddampfer, viele aus dem 19. Jahrhundert, bieten nostalgische Eleganz, moderne Annehmlichkeiten und verwöhnen uns an Bord auch kulinarisch. Lasst uns starten zu einem unvergesslichen Erlebnis auf unserer Reise durch die malerische Elbe-Landschaft. Der malerische Nationalpark Sächsische Schweiz erstreckt sich entlang der Elbe und lädt mit seiner einzigartigen Felsenlandschaft zu unvergesslichen Wanderungen und Kletterabenteuern ein. Die bizarren Sandsteinfelsen, die sich über das gesamte Gebiet erstrecken, bieten nicht nur eine beeindruckende Kulisse, sondern auch zahlreiche Wanderwege für Naturliebhaber. Die Schrammsteine sind eine markante Felsgruppe im Nationalpark und gelten als wahres Kletterparadies. Die zerklüfteten Sandsteinfelsen bieten sowohl für erfahrene Kletterer als auch für Wanderer atemberaubende Ausblicke und eine beeindruckende Naturkulisse. Der Affenstein ist eine markante einzelne Felsnadel, die ihren Namen der Form einer riesigen Nadel verdankt. Die isolierte Lage und die imposante Form machen diesen Felsen zu einem interessanten Anblick und Fotomotiv. Der gut erkennbare Lilienstein ist mit seinen rund 440 Metern einer der höchsten Tafelberge der Sächsischen Schweiz. Vom Fluss aus betrachtet wirkt er imposant und markant. Der Lilienstein bietet nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern auch zahlreiche Wanderwege für Besucher. Die Festung Königshain thront majestätisch über dem Elbtal und gilt als uneinnehmbare Bergfestung. Mit einer Geschichte, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, bietet die Festung nicht nur beeindruckende Architektur, sondern auch einen einzigartigen Panoramablick über das gesamte Elbtal. Im Laufe der Jahrhunderte diente sie als königliche Residenz, Gefängnis, Garnison und Schatzkammer. Die Festung überstand Kriege und Konflikte und wurde zu einer der wichtigsten Verteidigungsanlagen in der Region. Die Architektur der Festung ist beeindruckend. Massive Mauern, Bastionen, Kasematten und Türme prägen das Bild der Anlage. In den Kasematten der Festung Königshain befinden sich Ausstellungen, die die Geschichte der Festung und das Leben in vergangenen Zeiten näher bringen.
Hier erfährt man mehr über die Nutzung der Festung als Gefängnis und die historischen Ereignisse, die sich hier abgespielt haben. Ein interessantes technisches Detail ist das Brunnenhaus mit einem Tiefbrunnen, der bis zu 150 Meter tief reicht. Der Brunnen versorgte die Festung mit Wasser und galt als einer der tiefsten seiner Zeit. Der Kurort Rathen begeistert nicht nur mit seinem charmanten Amselsee, sondern vor allem mit der spektakulären Felsenformation der Bastei. Die Basteibrücke bietet atemberaubende Ausblicke in das Elbtal und zählt zu den bekanntesten Felsformationen im Elbsandsteingebirge. Die Felsenbühne Rathen, eingebettet in die Natur, ermöglicht zudem einzigartige kulturelle Erlebnisse im Sommer. Pirna besticht durch sein historisches Stadtzentrum, die Altstadt. Hier finden sich charmante Gassen und Plätze, die von historischer Architektur geprägt sind. Das Schloss Sonnenstein, oberhalb der Stadt gelegen, bietet einen atemberaubenden Ausblick ins Elbtal und ergänzt das Stadtbild um eine imposante Sehenswürdigkeit. Das malerische Fischerviertel mit seinen historischen Gebäuden und die Burg Stolpen in der Nähe sind weitere Highlights dieser charmanten Stadt. Eine weitere Barockperle an der Elbe ist das Schloss Pillnitz. Ein prächtiges barockes Ensemble liegt malerisch an den Ufern der Elbe, etwa 15 Kilometer vom Dresdner Stadtzentrum entfernt. Hier sind einige faszinierende Informationen über dieses königliche Anwesen. Das Schloss Pillnitz hat eine reiche Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Es wurde unter August dem Starken als sommerliche Residenz konzipiert. Die barocke Architektur spiegelt den damaligen Zeitgeist wider und beeindruckt bis heute. Das Schloss besteht aus 3 Hauptgebäuden, dem Wasserpalais, dem Bergpalais und dem Neuen Palais. Das Wasserpalais, direkt am Flussufer gelegen, ist von einem prächtigen Garten umgeben. Die Architektur verbindet europäische Barockstile und orientalische Einflüsse zu einem harmonischen Ensemble. Die Schlossanlage beeindruckt nicht nur durch ihre Gebäude, sondern auch durch ihre weitläufigen Gärten und Parks. Der barocke Lustgarten, der chinesische Garten und der englische Garten bieten eine grüne Oase der Ruhe und laden zu entspannten Spaziergängen ein. Das Schloss beherbergt die älteste Kamelie Europas, die im Winter in der Orangerie untergebracht wird. Ihre Blütenpracht ist ein begehrtes Spektakel und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Im Bergpalais befindet sich das Schlossmuseum, das die Geschichte von Pillnitz und seiner königlichen Bewohner präsentiert. Besucher können hier mehr über das höfische Leben im 18. Jahrhundert erfahren. Das Blaue Wunder ist eine beeindruckende Stahlbrücke, die über die Elbe führt und die Stadtteile Blasewitz und Loschwitz miteinander verbindet. Die Brücke wurde im Jugendstil erbaut und 1893 fertiggestellt. Ihr elegantes Design und die charakteristische blaue Farbe haben ihr den Namen gegeben. Das Blaue Wunder ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv und eine wichtige Verbindung über die Elbe in Dresden. Schloss Albrechtsberg, ein neugotisches Schloss aus dem 19. Jahrhundert, thront majestätisch über der Elbe und ist Teil des Elbschlösser Ensembles. Es wurde von Karl Friedrich Schinkel entworfen und diente verschiedenen Adelsfamilien als Residenz. Heute wird das Schloss für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die prachtvolle Architektur und der Blick auf die Elbe machen einen Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Das Lingner Schloss, auch als Villa Stockhausen bekannt, ist ein imposantes Schloss im Stil der italienischen Renaissance. Es befindet sich auf dem Weißen Hirsch und bietet einen herrlichen Ausblick auf Dresden. Das Schloss wurde von Karl Richard Lepsius entworfen und diente als Sommerresidenz. Heute beherbergt es ein Restaurant und bietet eine exklusive Atmosphäre für Veranstaltungen. Schloss Eckberg, ein weiteres Juwel unter den Elbschlössern, beeindruckt mit seiner neugotischen Architektur. Umgeben von einem weitläufigen Park erstreckt sich das Schloss am Ufer der Elbe.
Es wurde im 19. Jahrhundert erbaut und diente ebenfalls als Sommerresidenz. Heute beherbergt es ein Hotel und ein Restaurant und der Schlosspark lädt zu entspannten Spaziergängen ein. Ich hoffe, euch hat mein Video über die Sehenswürdigkeiten der sächsischen Schweiz bisher gefallen. Wenn es euch gefällt, vielen lieben Dank schon mal an alle, die mich mit einem Like oder Abo unterstützen. Und nun viel Spaß beim Weiterschauen. Die Dresdner Altstadt ist ein historisches Zentrum mit beeindruckenden architektonischen Meisterwerken in unmittelbarer Nähe. Theaterplatz. Hier befinden sich das Residenzschloss und die katholische Hofkirche. Der Platz ist von historischen Gebäuden und Denkmälern umgeben und dient als Schauplatz für verschiedene Veranstaltungen. Der Zwinger. Ein barockes Meisterwerk mit Gärten, Pavillons und Kunstsammlungen. Der Zwinger ist ein kulturelles Zentrum und ein beeindruckendes Beispiel barocker Architektur. Die Semperoper, ein weltberühmtes Opernhaus mit einer reichen Geschichte. Die Semperoper ist nicht nur architektonisch beeindruckend, sondern auch ein Ort für erstklassige musikalische Darbietungen. Die Frauenkirche. Ein Wahrzeichen von Dresden, die Frauenkirche, ist eine beeindruckende barocke Kirche. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde sie originalgetreu wieder aufgebaut und ist heute ein Symbol für Versöhnung und Wiederaufbau. Die Brühlsche Terrasse wird oft als Balkon Europas bezeichnet und bietet einen spektakulären Blick auf die Elbe und die Dresdner Altstadt. Die Terrasse ist mit Statuen, Skulpturen und historischen Gebäuden gesäumt. Sie ist ein beliebter Ort zum Flanieren und bietet eine einzigartige Perspektive auf das malerische Dresden. Nun erkunden wir die Sächsische Weinstraße. In der Region um Radebeul und Meißen. Hier kannst du in den Weinbergen spazieren gehen, traditionelle Weingüter besuchen und die sächsischen Weine probieren. Das Karl-May-Museum in Radebeul widmet sich dem berühmten deutschen Schriftsteller Karl May, bekannt für seine Abenteuerromane über den Wilden Westen und den Orient. Das Museum zeigt eine umfangreiche Sammlung von Exponaten, darunter persönliche Gegenstände von Karl May, Originalmanuskripte sowie Illustrationen und Erinnerungsstücke aus seinem Leben. Besucher können mehr über das faszinierende Leben und Werk dieses Autors erfahren, der mit seinen Werken die Fantasie von Generationen von Lesern weltweit beflügelt hat. Nun kommen wir nach Meißen. Hoch über der Stadt thront die Albrechtsburg. Die Albrechtsburg in Meißen ist eine der ältesten Burgen Deutschlands und gilt als Meisterwerk der spätgotischen Architektur. Sie wurde im 15. Jahrhundert unter der Herrschaft von Albrecht dem Beherzten errichtet. Die Burg beeindruckt nicht nur durch ihre historische Bedeutung, sondern auch durch ihre imposante Erscheinung hoch über der Elbe. Heute beherbergt die Albrechtsburg verschiedene Ausstellungen und Veranstaltungen, darunter auch Hochzeiten, die in den beeindruckenden Räumlichkeiten abgehalten werden können. Der Meißner Dom, auch bekannt als Dom St. Johannis, ist eine beeindruckende gotische Kathedrale, die hoch über der Stadt Meißen thront. Der Bau begann im 13. Jahrhundert und die Kathedrale beherbergt eine reiche Sammlung an Kunstschätzen, darunter der berühmte goldene Altar und wertvolle Glasmalereien. Die Porzellanmanufaktur Meißen, gegründet im Jahr 1710, ist die älteste Porzellanmanufaktur Europas. Hier wird das berühmte Meißner Porzellan hergestellt, das für seine hohe Qualität und kunstvolle Handwerkskunst weltweit bekannt ist. Besucher können bei Führungen die verschiedenen Phasen der Porzellanherstellung erleben, von der Formgebung bis zur Verzierung. Der dazugehörige Manufakturshop bietet die Möglichkeit, exklusive Porzellanprodukte zu erwerben und ein Stück handgefertigte Meißner Tradition mit nach Hause zu nehmen. Mit jeder Welle haben wir die Schönheit der Elbe und ihrer umliegenden Schätze erlebt, von den majestätischen Sandsteinfelsen des Elbsandsteingebirges bis zu den historischen Städten und Schlössern entlang des Flusses. Die Fahrt auf den historischen Raddampfern hat uns nicht nur durch die malerische Landschaft, sondern auch durch die faszinierende maritime Geschichte geführt.
Wir hoffen, dass diese Reise ebenso unvergesslich für euch war wie für uns. Wenn euch die Schönheit der Elbe fasziniert hat, lasst es uns wissen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch die Reise gefallen hat, und abonniert unseren Kanal für mehr inspirierende Abenteuer. Wenn euch diese Reise inspiriert hat, die Region selbst zu erkunden, findet ihr in der Videobeschreibung einen Buchungslink für passende Unterkünfte. Euer Besuch unterstützt nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern ermöglicht auch ein ganz persönliches Erleben dieser faszinierenden Orte. Euer Feedback und eure Unterstützung bedeuten uns viel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten aufregenden Reiseabenteuer.